Na, Abend, ihr Cosmo-Gator. An diesem, ja, wunderschönen Abend halt, ja. Direkt mal eine Entschuldigung vorweg dafür, dass die Folgen 4 und 5 ja ohne Ton waren. Das habe ich wieder hart versiebt. Ich habe jetzt hier das 2 Kontrollpunkte-Mikrosystem eingeführt. Ja, ich habe ja da 2 Punkte, wo ich das kontrollieren kann oder kontrollieren muss, ob es wirklich funktioniert. Und wenn ich da einen vergesse, bin ich am Arsch. Ja, das ist jetzt echt oft passiert. Es hat auch viel damit zu tun, dass ich das Mikro immer umstecken muss, weil ich ja aktuell noch 2 Rechner benutze. Und dann kommt das mal vor, dass ich eins davon vergesse, eins gar nicht anschalte oder, ne? Und wenn auf meinem Monitor sagt mir dann, es ist an, aber unten ist der Zusatzstrom nicht eingeschaltet, dann schon hört ihr mich nicht. Na, warum das beim Kontrollieren hinterher nicht aufgefallen ist, ist natürlich auch eigenartig. Aber ist eine andere Sache. Ich habe es jetzt aber der Vollständigkeit halber trotzdem rausgehauen, dass es keine visuellen Lücken gibt. Ja? So, in der letzten Folge sind wir ja an der Basis der Allianz angekommen. Und jetzt wollten wir uns hier ein bisschen umgucken. Clear. For now. I can't hear anyone either. Ja, das macht es ja jetzt auch schon wieder so. Ach, guck mal, wie unordentlich das hier ist. Hier ist da auch richtig. Die sind doch auch irgendwie aufgebrochen spontan. Ein schwarzes Loch, Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Im letzten Quartal durchgeführte empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht eingefangen werden. Wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Loches eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materienblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Loches stammt. Umfang der näheren Untersuchung. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Ich finde schwarze Löcher irre gruselig irgendwie. So, hier war jetzt noch weiter, ne? Ich kann noch ein bisschen. Das ist wieder so die Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das Fortschreiten so trigger, dass wir dann irgendwann nicht mehr zurück können. Deswegen möchte ich erst noch kurz gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme. So, unter der Kuppel haben wir ja was gesehen, aber das konnten wir nicht scouten mit unserem Entfernungsmesser. Okay, dann rauschen wir jetzt einfach mal hier durch. Geht ja anscheinend nicht. Na, aber wenn hier irgendwer wäre und du knallst hier mit den Rover auf dem Parkplatz, dann kommen doch schon die ersten Gesichter am Fenster und so, Jürgen ist zurück. Still quiet. It's eerie. Gibt's denn hier aus der Dose? Empty. Everywhere, just empty. Ja eben, ne? Eigentlich ist ja immer irgendwer da. Muss ja. Steht noch ein Automat? I'm at the central module. Ja, warte. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable, just unbelievable. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Ah, ist ein Fisch. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Oh. They've discovered... Let me guess. Fishes similar to those on Earth. Yeah.
very similar. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Cool. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Ja, ja, irgendwo ist immer was, ne? No longer alive. Was mit ihm hier? Halt mal hoch, Yasna. Alter, wo hast du den jetzt hingeschoben? Habe ich jetzt einfach als Probe mitgenommen? Alter, guck mal. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. Dieses I wasn't riesige sure if Skelett. it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long, long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. I could spend all day here if I could. Wie, das stelle ich mir auch I'm not surprised, irre Doctor. interessant vor. Du bist auf einem anderen Planeten und stellst fest, dass es hier auch schon mal Leben gab. Was haben wir hier? I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Mothership. Mothership Zeta. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Alter. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels When did they finally get here? on the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Und wir sind hier extra runtergeschissen. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. Oh. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Let's not get paranoid, Astrogator. I think they had something else in mind. Na gut, obwohl, ja, wenn du sowas irgendwie was wahrnimmst, ein Signal. So, was ist jetzt hiermit? Das liegt doch hier nicht einfach nur aus Spaß, oder? Na gut.
Alarmausdruck. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Tot. Just tot. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Interesting. Coordinates changed... upwards. 1, 8, 5, 6, 1. 7, 5, 4. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me turn back for him? Please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. I know you were trying to protect me. I know. But do not act as though what you did was justified. You had no right to hide the truth. It was up to me to decide if I was willing to risk my life. I know you, Doctor. You wouldn't leave Gorski even if his chances of survival were marginal. In the end, you would both die. Maybe. Probably. Sorry, aber ich habe auf den Zettel überhaupt nicht durchgesehen. You should tell me the truth, Novik. So. I'm at the control station. Zeit für ein Videospiel. Several units can be controlled from here. I wonder which. Die letzte. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Ah, wie? Warte mal, ich kann die von hier steuern und das sind die... Will mal F drücken. Und ob denn hier überhaupt noch irgendwas funktioniert? A view from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Ah, cool, die kann ich Can steuern. you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Oh, bollocks. The excavation site is behind a force field. That's where the convoy was going. If these are Dirac emitters, that's an impenetrable barrier. There must be a field switch in the base. But where? In a way, that was a rather unusual maneuver. To cut off the path back to base. Oh, die Sonde kann nicht sprinten. Ach, guck mal. So. Probe on the ground. Time to get into the records. Alright. Gibt hier noch was auf Kamera 2? I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Okay. In Ordnung. So, dann können wir noch nach oben touren. Und hier war noch so ein Seitenraum, ne? Oder habe ich das... Da habe ich mich schon wieder blöd verlaufen hier. Genau. Ach, krass.
Hier war ein Rovi drin. Vielleicht unser Rovi. Da ist die Sonne, die wir gerade gelandet haben. Okay, checken wir noch schnell die Leiter. Hier noch ein bisschen rumpullern. Echt, jetzt bin ich hier... Ah, das Kraftfeld. Einfach nur eingestürzt. Geilo. Haben wir das auch. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Naja, wir rovern da gleich hin. Aber erstmal pullen wir jetzt an der Sonde rum. One more Warte mal. minute, and our satellite will be over the ship. Ich habe gedacht, hier findet man vielleicht noch was. Oh, we're lucky. Clouds are low. Fortunately, the ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Mm-hmm. Not here either. So, da waren wir auch drin, ne? Da habe ich die Tür aus Versehen aufgemacht. Bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Da hinten steht auch noch ein Bot. Das ist der, den wir aus der Entfernung gesehen haben, ne? Der sich bewegt hat. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Dip, dip, dip. Einmal von der Basis. Wir? Wir mit unserem Rover? Vermutlich. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. That wasn't much of it, really. Das war nicht aufschlussreich, nee. Aber wenn man überlegt, wie klein das Fach ist, wo diese Bilder rein sollen und das Ding hier die ganze Zeit rumfliegt, dann ist das vielleicht ein bisschen lütt. Hallo? Bin der Briefträger. Ich habe Space Post. Ja, mein. Kann ich wieder nur draußen hinstellen, Foto machen. Und dann erzählen sie wieder, er ist noch nicht angekommen. So, was mit ihm hier? Oh, du hast die Ware fallen lassen. Depp. Depp 1 müsste hier drauf stehen. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Kann man an die auch rumpulen? Ne, der hat Arbeit eingestellt. Das ist ihm zu viel geworden. Burnout. Auf Regis 3. So, in Ordnung. Dann sieht es ja jetzt wahrscheinlich so aus, dass wir uns jetzt unser Pferd schnappen und runter zum Kraftfeld rauschen. Da ist ich vergesse immer den Namen, ne? Ein Antimat, ne? Antimat. Die Dinger sind schon cool. Die haben doch auch so eine Bildaufzeichnung eigentlich. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, da hinten lila nicht rumhängt. Dann darf ich bestimmt nicht scharf stellen. Vielleicht ein neues Erz, das wir bergen und mit unserem Namen versehen können. Ja, nun reißen wir mal zusammen. Hier die 5 Meter Sprint. Sitzt er gleich wieder im Auto. So, hier darf ich Uni ran, ne? Da, an die Luke. Okay, checken wir mal unser Journal.
dachte, der Weg ist irgendwie klarer, wie wir jetzt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier wieder zurückfahren. Gucken, ob das überhaupt gewünscht ist. Ich kann jetzt wissen, wie ich hier hoch bin. Aber war, glaube ich, hier, ne? Kann ich durch den See rauschen? Jo. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Vielleicht hätte man sich noch ein paar Ressourcen hier einpacken sollen. Aber ach, egal. Wird schon nichts mehr Schlimmes passieren. So, was kann ich hier für sie tun? Ich darf auf jeden Fall nicht näher ran. Sollte ich jetzt hier einfach nur durchfahren? Was ist das für ein Ding? Ich meine, das ist ja bestimmt nur die Spitze des Eisbergs hier. Ja, wenn ich mich recht entsinne, in der Demo war das ja so ein riesiges Ding, was da noch unterirdisch dran hing. Wo man ja noch rein konnte, richtig? So, jetzt folgen wir der Route des Konvois. Going after the convoy. Mit habe ich jetzt hier Liland in der Wand gesehen? Become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Hier rechts von uns wäre Grabungsstätte. Wollen wir mal kurz ran. Ach, Mann, ey. Verflucht. Wollen wir mal kurz ranrauschen. Lasst uns mal checken, was die da getrieben haben. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Ey, das ist so, du siehst so wenig, ne? Hier ständig immer irgendein Türrahmen, irgendeine A- und B-Säule zwischenhängt. Sich ruhig mal ein bisschen bewegen, die Gute. Aber sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier... Oh, warte mal, doch. Guckt euch das mal an. Einfach nur Folie. Verrückt, oder? Die haben übelst geile Vierecke hier rausgeholt. Obtaining research material from the walls surrounding the valley. Cutting out blocks of rock. Were they performing geological research? Mhm. Not necessarily. In these blocks there are inorganic objects. Solid, metal, sharp-edged lumps. Abgefahrener Scheiß. Genau, jetzt einfach weiter. Ach, Mann. Wann werde ich das beherrschen?
Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess. Ja, der leuchtet noch. Doesn't it know how to get back? Alter, what? Do you think it's worth investigating? I guess everything's worth investigating now. Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe hier das Teil und wenn es jetzt nicht irgendwie zur Story gehört, kann ich das nicht scharf machen? Oder, warte mal, mache ich hier was falsch? Hallo. Was steht da? Fokus. Aber mehr kann ich ja nicht machen. Voll kacke. Hätte ich mir ja nochmal richtig angeguckt. Aber das wird ja auch mit diesen elektromagnetischen Feldern zu tun haben, ja? Dass die vielleicht so ein bisschen verpeilt werden, die Guten. Oh! Oh! Interferenzen in meinem Sandbuggy. Alter, what is that? Fluchtweg? Anything new? Astrogator, I have a question. Of course, I'm listening. What altitude can I reach in a flying saucer? The Alliance's saucer. Is there one? Yes, and it seems to be in one piece. That's great news. I can confirm that you can fly into Dragonfly. If it's not too large, has a functional propulsion system, and you haven't forgotten everything from your piloting course, and if the Alliance engineers didn't screw up the robots, Warum it might work. leckt denn das jetzt hier? Ist doch nur eine Many Untertasse. unknowns, but let's hope for the best. I'm climbing it. I really hope it starts. Ist die jetzt einfach so senkrecht gelandet sein hier? Alter, das Ding ist übel fetzig. I'm inside. Ab nach Hause. Ach so, hat sie ja echt vor? Jetzt würden wir einfach abhauen, oder was? Right. The engines are functional. There's a vertical thrust. Hey, that's a good sound. This could actually work. Okay. Time to take off. So far, so good. Niemals. Saucers in takeoff position. Are you able to increase Geräusch. I'm checking. So richtig schön 70er Jahre Alien-Film. Oder so 80er. Und los, start! Shit. What's going on? The warning lights are activating and the saucer's not lifting at all. That doesn't necessarily mean anything bad. Ascension requires maximum power. Just give the engine some time, okay? Let's check the controls. Everything's fine here. It steers smoothly. Ah, ich kann... Hör auf! Oh, wow. What a perspective. To see the same terrain from above. Aber mein Rover... I can see the entire riverbed. It's clear now that the water used to flow here. It shaped these Aber ich darf nicht hoch. slopes. Hey. Oh, Alter. What happened? I didn't do anything. The saucer suddenly dropped and crashed into the ground. Shit! The generator cover must have cracked open. Evacuate immediately. There's no chance it'll fly again. It's a good thing it failed this way. Could have been considerably worse. Das stimmt wohl. Much for hope. Deswegen durften wir nicht höher fliegen. This is just one of their sources. I'm sure you'll find another, fully functional. Ja, bestimmt. Jetzt steht aber mein Auto... Oh. Also, weiter. Ist jetzt aber nicht unser, ne? Nee. Also, nee, ist nicht unser. Er stand einfach nur auch zufällig hier jetzt, ne? Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons.
The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. Da bin ich jetzt auch gespannt, ne? Also, wow. Einfach nur wow. Interesting. Guck They mal. found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an Ja, genau. independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Genau, das wollte ich auch sagen. Das sieht schon viel mehr nach Maschine aus. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. I got it. They have big machines. Bigger than ours. Wahnsinn. Die haben ja richtig... Wie viele aber auch, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass so ein riesiges Gerät hier steht. Oder an einer Stelle, das steht ja an allen Stellen steht da so ein Riesending rum. Die sind hier richtig ausgeflippt. So, und dann sind sie noch weiter in die Richtung gefahren. So, hier darf ich nicht rein, ne? Oh, doch. Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Weil das kann man jetzt aus Versehen noch alles mal verpassen, ja? Indem man einfach weiterfährt. Ah, na klar. Was? Kann ich jetzt echt hier zocken? Ah, das ist mein Gegner. Ah. Bing. Bung. How far to that convoy? Not far. If I make a few stops, it won't take long. Stehst du hier und spielst ein bisschen Tennis. Kaum verkackt das Ding jetzt. Putz. Schon ein bisschen Lust zu gewinnen gerade, aber... Bam, bam, bam. Fehlen die Effekte, die Sounds. Bum, 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 Kaching. Oh ja, das sieht richtig aus jetzt. Ja, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Oh, das war knapp. Ich glaube, die KI wird zu mächtig für mich. Ah! Aber ich habe gespielt. Wieder abgelenkt, ja. Genau das ist es nämlich, ne? Eigentlich kämpfen wir unser Leben und dann kommt ein Videospiel. Und schon... Scheißegal. The second one is a mobile laboratory. Oh, hier haben sie ein Hühnchen gerade zerlegt. Ah ne, Metallstrukturen. Vielleicht war es ein Hühnchen. Ein Robo-Chicken. Oh, schön Quarzen hier bei... Ja, na klar. Ihr seid mit voller Astronauten. They excavated a lot of different objects, in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow, to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts.
kann man sich da auch nochmal ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Einfach alles rinschmeißen in dieses Auto. So, da geht nicht und da geht's auch noch raus, ne? Habe ich richtig gesehen. Ihn noch was fallen lassen hier. Wir draußen rauchen können. So. Auf zum Gefährt. Und für euch heißt es, esst euer Abendbrot auf und dann knallt euch vielleicht ins Bettchen oder spielt noch ein bisschen auf dem Sofa rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Invincible wieder. Denn hoffentlich auch wieder weiterhin mit Stimme. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.